das Wesen Missbrauch. Oh Gott. Das Wesen Missbrauch. Das Wesen Missbrauch. Also ich merke, dass mir hier hinten wie was den Kopf hochgeht und sich so über den Kopf drüber legt. Also das geht so hier auf Halshöhe hoch. Es legt sich wie so ein Helm über den Kopf drüber. Und es hat so eine leicht bläulich, gräulich, grau-schwarze Farbe. Es macht einen enormen Druck oben in meinen Kopf rein, als ob da jemand mit so einer, ja, wie so eine Platte, die an einem Stiel ist, mit der man so runter auf mein Gehirn runterdrückt. Und dadurch entsteht was aus mir raus eine Welle erzeugt. Und zwar in alle Richtungen. Und ich sehe das interessanterweise im Kosmos, diese Bewegung, die in alle Richtungen geht. Also ich sehe rundherum so Sterne, wie so eine Galaxie. Hä? Jetzt sehe ich so eine Figur wie aus Stein, wie so eine Putte, die so leicht seitlich so fliegt, aber aus Stein ist in diesem Kosmos. Also wie ja, ein sehr kleines Kind, versteinert und wie so seitlich fliegend und mit so einem, auch aus Stein, so einem Schleier, der auch gemeißelt ist aus Stein, also wie das so oft an Kirchen dran ist, so eine Puttenfigur einfach. Und die ist wie so ein Fremdkörper in diesem riesigen Kosmos, der sich so ausdehnt in allen möglichen Farben. Ist da mittendrin eine Versteinerung. Ja, und es hat so ein bisschen so eine Puttenform, aber es ist vom Alter her, würde ich sagen, ist dieses Kind vielleicht 4 oder 5. Und jetzt sehe ich so eine Energie, die wie so ein Wirbel ist und gleichzeitig aber wie so ein Trichter, der das so einsaugt und so runterzieht. Dieses ganze Bild, den Kosmos und diese Putte so nach unten zieht. Jetzt sehe ich Gras. Und spüre, dass auf meinem Herzen was drauf liegt, was auch sich anfühlt, so schwer wie ein Stein. Und ich sehe plötzlich auch alles wie
in so eine Backsteinform. Also so, als ob alles so eingekastelt ist. Und das ist jetzt wie so vor meinen Augen und ich versuche durch so ein ganz kleines Loch vorne, also das musst du dir vorstellen, so ein Backstein, was enorm die Sicht verengt und dann ist vorne dran nur so ein ganz kleines Löchlein und dadurch versuche ich jetzt die Welt zu sehen. Und alles, was draußen ist, ist aber verschwommen, bisschen in Grau. Das macht auch einen Druck hier jetzt auf dem dritten Auge. Es presst wie die Sicht zusammen, so wie wenn man schielt. Wenn man jetzt beide so nach innen macht, die Augen, dann ist da entsteht so ein Druck, ne? Wenn man so guckt, entsteht ein Druck nach innen und so fühlt sich das an, als ob von außen das so zusammengedrückt wird. Das Wesen Missbrauch. Jetzt sehe ich wie so eine aufrechte Mutti, aber in Form von einer Maus oder ist das eine Ratte ist auf jeden Fall so ein fälliges Tier, die so aufrecht steht mit so einer Schürze, die so Rüschen hier anhat an der Seite, steht da so aufrecht und sagt, jetzt ist aber mal genug, jetzt reicht's aber mal, jetzt ist aber mal genug. So sehr vehement und sehr, aber nicht bösartig. Dann rennt sie so hin und her, rennt und rennt hin und her. Hat hier was zu tun, da was, muss da kochen, muss da putzen und ist so ganz geschäftig. Und dann nähert sich von hinten wie ein großer Schatten. Also muss ich vorstellen, Mama Maus und dann nähert sich so eine riesige Katze vielleicht, man kann es nicht genau sehen, es ist nur ein Schatten. Und die macht da emsig weiter, kriegt es gar nicht mit. Aber der Schatten liegt so drüber. Und der Schatten sorgt dafür, dass es ganz kalt wird in dem Raum. Als ob der Schatten die Sonne abschirmen würde. Sodass gar keine Wärme mehr in den Raum kommen kann. Aber diese Mausmutter ist so geschäftig und emsig am Rennen und am Machen und am Tun und ständig irgendwas tun, dass ihr davon warm wird und sie das eigentlich gar nicht so merkt, dass dann der Schatten keine Sonne mehr durchlässt. Und jetzt spürt die plötzlich, irgendwas ist komisch, spürt die plötzlich. Wie wenn sich einem so die Nackenhaare aufstellen, weil man irgendwie spürt, da ist irgendwas. Der Nacken wird steif, so wie die Angst, die im Nacken sitzt. Aber die dreht sich nicht um.
Die macht einfach weiter und hofft, dass da nichts ist. Die macht einfach weiter. Die tut so, als ob da nichts ist, obwohl sie genau weiß, da ist was. Aber die wird irgendwie langsamer in ihren Bewegungen. Die wird immer langsamer und immer träger und immer kraftloser. Jetzt spüre ich das wieder hier. Es ist jetzt wie eine orange Energie, die hier so am Hinterkopf ist. Und die wird immer langsamer und immer träger, als ob man ihr unsichtbar ein Gift gegeben hätte, was sie jetzt langsam wie soll ich das sagen? Ja, wodurch langsam irgendwie wie die Glieder wie einfach schwer werden, wie wenn Gift so langsam anfängt zu wirken. Also nicht, das ist nicht sofort, sondern das ist so ganz langsam. Und die wird immer langsamer. Und dann fällt sie um. Und liegt jetzt auf dem eiskalten Boden. Und dieser riesige Schatten, der kommt näher. Und reißt der so die Kleider vom Leib. Und die kann sich gar nicht wehren, ne? Weil die ist ja einfach, die ist ja wie ausgeschaltet, also wie gar nicht da. Und wie Katzen das machen, fängt die Katze an, mit dem Opfer zu spielen. Also rollt es mal ein bisschen rum, tapst da drauf rum mit der Pfote. Also ich sehe jetzt wie so einen sexuellen Missbrauch gerade. Ne? Da ist was Übermächtiges, was mit einem Wesen, was gar nicht dem gewachsen ist, spielt und das fertig macht. Also was heißt fertig macht? Das benutzt einfach. Ne? Ich sehe wie sexuellen Übergriff. Und je mehr ich mich auf das Wesen Missbrauch konzentriere, merke ich, dass ich einfach Kopfschmerzen kriege. Das geht hier oben, ist als ob hier jemand eine Platte eingezogen hätte, so wie ich das vorher auch schon gespürt habe. Das macht Kopfschmerzen. Das Wesen Missbrauch. Also ich sehe etwas, womit oben in den Kopf reingedrückt wird, als ob das Gehirn klein gedrückt wird. Es wird von oben runtergedrückt. Und dann rutscht alles, wie als ob alles eine Etage tiefer rutscht.
Also das Denken ist wie ausgeschaltet und es ist alles nur noch Körper, nur noch Trieb, nur noch also alles ist nur noch konzentriert auf Sexualität und alles andere ist wie ausgeblendet. Das kommt gar nicht mehr vor. Das Wesen Missbrauch. Gleichzeitig spüre ich, dass mir wie die Gurgel zugedrückt wird. Der Hals geht zu. Ich muss ja auch die ganze Zeit schlucken, ne? Das fühlt sich an wie ein erstickter Schrei, wie etwas, was nicht rauskommt. Und es passiert irgendwie was, als ob alles verdreht ist, als ob alles irgendwie falsch rum ist, fühlt sich das an. Also wie so eine Umstülpung oder sowas. Also als ob im Körper die Arme und Beine nicht mehr nach vorne, sondern plötzlich nach hinten gehen. Alles ist irgendwie verkehrt. Alles sieht anders aus, als es ist. Ich spüre also ein Gefühl von völligem Ausgeliefertsein. Also so als ob, also wenn so mit so Dummies so Unfälle gemacht werden, ne, dann ist doch immer so, dass dass Arme und Beine so nach vorne fliegen und der Körper so zurück. So ein Gefühl ist das. Es ist wie, es fliegt alles irgendwo hin, aber das ist überhaupt nicht zu kontrollieren, wo es hingeht. Ja, und ich spüre ganz viel um den Hals rum. Also hier so ein Kloß im Hals, als ob jemand mir die Gurgel zudrücken würde. Und gleichzeitig hier hinten, am hinteren Bereich des Halses, als ob wie ein Würgegriff, wie was einen fest im Griff hat. Und ich spüre so ein, als ob alles sich auflöst. Als ob alles ja, als ob sich alles auflöst. Wie bei diesem Effekt, den es gibt, wo sich alles in Partikel auflöst. Alles löst sich auf. Und gleichzeitig ist da so eine Gleichgültigkeit, eine große Gleichgültigkeit. Weil dieses sich auflösen, das kann ja auch ein schönes Gefühl sein, ne? Aber es ist begleitet von einer Gleichgültigkeit. Und dieses Gefühl hier am Hals von hinten und vorne, das ist auch so, wie vorhin habe ich ja gesagt, das drückt in den Kopf rein und als ob es nur noch im Körper ist. Und es ist aber gleichzeitig auch, als ob der Kopf abgehackt wird. Also als ob der Kopf als ob das durchtrennt wird, als ob plötzlich oben und unten nicht mehr verbunden ist. Also der Körper und der Kopf sind nicht mehr verbunden. Also ich muss immer an die Französische Revolution denken, wie so eine Guillotine, die den Kopf richtig abtrennt.
Aber der ist noch dran und trotzdem ist keine Verbindung. Ich merke, Wutenergie ist da drin. Ich habe so das Gefühl, als ob ich ständig zwischen Täter, Opfer hin und her springe. Also als ob ich beim Wesen Missbrauch, als ob das Wesen Missbrauch immer beides beinhaltet. Weil ich sehe immer abwechselnd oder fühle abwechselnd beide Zustände. Also jetzt spüre ich zum Beispiel gerade rasende Wut und eine Wut, die richtig mit einem Hackbeil alles kurz und klein hauen könnte. Und gleichzeitig eben dieses sich auflösen und so eine Schwerelosigkeit. Also es fällt mir ganz schwer, das wirklich in ein Wesen zu fassen. Das ist so vieles gleichzeitig. Jetzt sehe ich wie so eine raketenhaft, was wie so eine Feuer, ja, raketenhaft wie in die Luft fliegt. Und so wie das auf der einen Seite ein Spektakel ist, dass eine Rakete in die Luft fliegt, fliegt die woanders runter und hinterlässt totale Zerstörung. Das ist beides gleichzeitig. Ne? Es entlädt sich eine wahnsinnige Kraft, die sehr, sehr stark und sehr, sehr groß ist. Und gleichzeitig findet woanders die totale Zerstörung statt. Beides, und das ist beides gleichzeitig in diesem Wesen Missbrauch, steckt das beides drin. Also wie die Maus, die ich am Anfang gesehen habe, und die Katze, die als Schatten drüber ist. Es ist das Wesen Missbrauch, weil da habe ich mich auch schon gefragt, wieso sehe ich, was sehe ich da? Und es ist beides gleichzeitig. Ich merke, dass extrem viel Anspannung ist im Körper, wenn ich mich da einspüre. Dass der Atem festhält. Und dann ist gleichzeitig auch immer wieder diese Farbe Grau und so eine extreme Gleichgültigkeit. Also das steht im totalen Gegensatz zu dieser enormen Energie, ob das jetzt diese Raketenenergie oder diese Wutenergie ist. Auch selbst die Zerstörungsenergie hat ja irgendwie Kraft, aber dazwischen ist so diese totale Gleichgültigkeit, alles grau, alles egal, keine Kraft. Ja, wie so eine Teilnahmslosigkeit auch. Keine Empfindung, nichts, gar nichts mehr spüren. Und dann immer wieder der Kopf, der von hinten hier, also hier am Hinterkopf und hier oben zugeht. Das Wesen Missbrauch. Und wenn ich mich da reinspüre, merke ich, dass da so
viel Schwere im Herzen ist, viel weil das so ein belastetes Thema ist. Das ist so ein etwas, was für das Herz sehr, sehr schwer ist. Also sehr, ich habe glaube ich am Anfang gesagt, als ob da ein Stein drauf liegt und es hat so eine Schwere einfach. Es macht das Herz schwer. Es macht auch den Körper schwer und diese Gleichgültigkeit, die ich da spüre, das fühlt sich auch wie so eine Art Depression an. Also wenn einem alles egal ist, man irgendwie gar keine richtig Regung mehr hat, der ganze Körper schwer wird und man eigentlich gar nicht mehr weiß, was das überhaupt alles soll hier. Also eine enorme Schwere. Mein Gott. Das Wesen Missbrauch. Jetzt fächert sich vor mir gerade auf wie so eine Kugel mit lauter so Spitzen dran, echt so ein bisschen wie man diesen Virus immer darstellt. So in alle Richtungen eine Kugel und da sind lauter so Spitzen in alle Richtungen. Wie so Nadeln. Also da ist eine Kugel, einfach rund, und dann sind nach außen wie so Nadelspitzen, die in alle Richtungen rausgehen. Und auch wieder so blau, grau. Und wenn diese Kugel mit den Spitzen zu irgendjemandem hinfliegt und das nur so leicht angetippt wird, also wie wenn das Thema nur so leicht angetippt wird, dann entsteht sofort so ein, ja, fast schon wie ein elektrischer Schlag. Ne? Das tut sofort sehr, 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 sehr weh, wenn es nur ganz leicht das berührt. Egal, wo das hinfliegt. Das ist so ein Thema, also wenn das nur so ganz, also diese Nadelspitzen stehen für mich so dazu für, wenn das nur so leicht, egal bei wem, es löst komischerweise bei jedem sofort einen Schmerz und eine Erinnerung aus, weil jeder das auf irgendeine Art mal erlebt hat, scheinbar. Auf unterschiedlichste Weise und auch auf unterschiedlichste Ausformungen. Also es gibt ja sehr, sehr, sehr heftige Missbrauchsformen und es gibt welche, die vielleicht nicht ganz so heftig sind. Es ist ja nicht immer sexueller Missbrauch. Aber auch kleine Formen von Missbrauch sind extrem schmerzhaft. Und in dem Moment, wo dieses Kugelwesen mit diesen Nadelspitzen wieder eben den Menschen berührt, schafft es sofort eine Erinnerung daran und es ist extrem schmerzhaft. Wie ein elektrischer Schlag eigentlich, wie wenn der Zahnarzt auf dem Nerv bohrt. So schmerzhaft ist das. Und gleichzeitig aber, wenn dieses Kugelwesen mit den Spitzen hinfliegt und das berührt bei den Menschen, werden die durch diese Berührung und durch diesen Schmerz extrem wach wieder. Also das ist, als ob das was auslöst, so als oder die Möglichkeit hat, wenn das ausgelöst wird, dass was in die Sicht kommt wieder, dass wieder was gesehen wird,
was vorher nicht gesehen wurde. Wie ein elektrischer Schlag. Und es kann manchmal auch nur kurz aufblitzen und dann ist es wieder weg. Aber das ist eigentlich gut, dass das passiert. Dass diese Kugel mit den Spitzen das antippst und die fliegt so rum und die überall tippst die das wie so an. Wie so ein Staubkorn, was rumfliegt und dann stupst es da mal dran und da mal dran und da mal dran. Das ist wie so ein Wachmacher, wie so ein Funkenschläger. Wie etwas, das uns allen auf den Zahn fühlt, wie etwas, das uns allen an den Nerven zerrt und zehrt. Aber das ist gut. Ich habe das Gefühl, das ist gut. Das arbeitet mit dem Wesen Missbrauch zusammen, um aufmerksam zu machen auf das Wesen Missbrauch. Weil das Wesen Missbrauch selber ist extrem schwer zu greifen, weil das eben alles gleichzeitig ist, ne? Und weil es überall stattfindet. Es ist ganz schwer, das zu packen zu kriegen, zu fassen zu kriegen. Das Wesen Missbrauch. Und jetzt sehe ich gerade, wenn man tiefer reingeht in das Wesen Missbrauch, was es möchte, in der Tiefe, sehe ich ein ganz helles Licht und ich sehe, es möchte Verbindung schaffen. Das ist der tiefere Kern dahinter. Wenn man jetzt hinter den Schleier, vom Schleier schaut, dann sehe ich ein ganz helles Licht, was Verbindung schaffen möchte. Und zwar Verbindung in einer enormen Ausformung. Also das kann man sich so vorstellen, wie wenn jetzt ganz viele Dominosteine aufgestellt sind und das Wesen gibt sozusagen den Stups, dass dass sämtliche Steine, die vorher alle alleine stehen, sich dadurch, dass die alle umfallen, plötzlich alle verbinden. Und plötzlich kriegt es eine Schönheit darüber, wie das alles fällt, wie alles zusammenfällt. Ne? Also es fällt alles zusammen, aber gleichzeitig schafft sich eine enorme Verbindung. Und aus dieser Verbindung kann dann wieder was noch Größeres entstehen. Also das ist der eigentliche Kern vom Wesen Missbrauch, was es eigentlich möchte. Und alles andere ist sozusagen das, was davor ist, bis man zu diesem Kern durchdringt. Ja. Das ist das Wesen Missbrauch. Hat das Wesen Missbrauch noch eine Botschaft für uns? Folgt euren Wunden, sagt es. Folgt euren Wunden. Dahinter wartet Verheißung.